Ja, ich möchte hier so ein bisschen blumig werden, fließend werden und kritzel erstmal hier wieder los. Ja, es wird ein Ausflug an den See, Teich. Ja, See, Teich, halt sowas wie Seerosen werden das jetzt hier. Die kritzel ich hier mal so ein bisschen drauf. Genau, das kennt ihr aus dem Kurs. Einfach nochmal sich eine Idee, eine Vorstellung verschaffen. Das ist schon schön. Ja, Kritzeln macht mir auch sowieso immer viel Spaß. Das ist immer ganz schön, wenn man hier nochmal nachkritzeln kann und das macht einen so schön locker und man kann hier so toll einfach machen. Ja, passt mal wieder. Doch auch schon wieder was. Das ist wie so was Japanisches, ich weiß gar nicht. Inspiriert mich hier gerade. Ja, also fertig. Nein, wir machen natürlich weiter. Ich habe hier ein ganz schönes Gelb. Ich mir noch mal einen anderen Pinsel und rauf da. Ja, der erste Step war doch schon wieder richtig gut. Und jetzt hat man so eine Vorstellung und jetzt lassen wir es fließen. Lösen wir uns von der Vorstellung und das macht ja auch Spaß hier, wie das hier so runterläuft. Da kommen gleich wieder neue Ideen. Wir arbeiten mit dem Fensterwischer und verwischen das jetzt alles. Das jetzt für alle, die den Online-Kurs haben. Von gegenständlich zu abstrakt. Ich glaube, das wird heute ein gutes Beispiel nochmal für euch. Tolle Farben. Das gefällt mir richtig gut hier. Farben finde ich schön. Aber jetzt wollen wir mal in den kleinen See, in den Tümpel gehen. Und hier mal so, ja, ich weiß auch noch gar nicht, wenn es Baumspiegelungen auf dem Wasser oder keine Ahnung. Muss ich aber auch ja gar nicht wissen. Ist das schön. Mal gucken, das trocknet heute so schnell, das ist keine gute Arbeit eigentlich für das warme Wetter. Die Farbe trocknet mir nämlich hier ziemlich schnell wieder weg. Und eigentlich könnte es ein bisschen nasser sein. Ich wollte eigentlich die Farben noch ein bisschen ineinander ziehen, aber so gut funktioniert das nicht. So, mal gucken, ob das, ja doch, geht. Ich wollte hier so ein bisschen die Form wieder rausholen. Wasser andeuten, ein paar Reflexe. Es wird heute so eine Mischung. Ich lese das ja auch immer in euren Kommentaren, dass ihr das immer mögt, wenn man noch so ein bisschen was sieht oder erkennt. Mal gucken. Schön schmuddelig. Da können wir doch noch ein bisschen Farbe schmeißen. Ja, immer schön locker bleiben. Also immer auch sich selber wieder locker machen. Und hier trocknet die Farbe so schnell. Da kann ich auch gut nochmal nachmalen.
das macht richtig Spaß. Richtig schön rumkritzeln hier. Schön immer weitermachen einfach. Mal vermischen sich die Farben. Welche Farbe nehme ich jetzt? Im Schwung bleiben, Spaß haben. Das ist hier auf jeden Fall ganz hilfreich tatsächlich. Denn wenn ich jetzt zu lange warte, trocknet es noch schneller und dann setzt der Kopf ein. Also mache ich hier einfach ein bisschen Blau, ein bisschen Himmel auf die Wasseroberfläche. Ja, auftauchen, verschwinden lassen, wieder auftauchen lassen. Und so tauche ich auch selber immer wieder ab in meine meditative Welt, würde ich mal sagen, in meine Farbwelt. Und kann jetzt aber nochmal auftauchen und das Motiv hier nochmal auftauchen lassen. Ist schon wieder so dunkel geworden. Male ich hier noch mal ein bisschen nach. Also teilweise ist es noch nass, aber dann die Stellen, die trocknen, die werden doch mir ein bisschen zu dunkel. Also male ich hier einfach noch mal drüber. Ich auch noch mal mit dem Pinsel kritzeln. Also mehr ist es ja wirklich nicht. Also ich kritzel hier ja wirklich mit dem Pinsel. Macht so einen Spaß. Ja, an den Ort wollte ich. Das ist genau das, was ich irgendwie sehen wollte, aber eigentlich ist gar nicht das, was ich sehen wollte, sondern das, was ich fühlen wollte. Genau, ihr Lieben, die alle den Online-Kurs haben, von gegenständig zu abstrakt, das ist jetzt genau das richtige Video hier nochmal für euch. Da könnt ihr nochmal gut alles nachvollziehen, denke ich. Also einfach machen. Genau, immer einfach machen. Und wie du hier siehst, es gibt bald die französische Ausgabe. Ich freue mich total. Vielen, vielen Dank an den Verlag, an die Verlage. Die haben sich so sehr da bemüht und gemacht und getan. Ja, es ist immer wieder schön, was so entstehen kann, wenn man einfach macht. Mehr ist es nicht. Und das ist im Kanal, aber auch im Shop. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du da mal unter das Video schauen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut!
Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Auch zu Anfang wusste ich auch nicht genau, wie wird es jetzt. Ich habe mir alle Farben hingestellt und dann ja, einfach erstmal anfangen und dann wird man schon sehen, wo die Farben hintragen sozusagen oder die Werkzeuge. Und ja, vielleicht hast du es auch gespürt, wenn man malt und das funktioniert nicht so, dann ist es doch am besten, wenn man einfach weitermacht. Und die Farben trockneten mir viel zu schnell. Ich wollte die eigentlich viel schöner ineinander nass in nass fließen lassen und dann wurde es zu dunkel und ja, so ist das einfach. Und dann darf man halt nicht irgendwie das dann hinschmeißen, weil man denkt, ah nee, es funktioniert nicht, sondern mach weiter, geh über diesen Punkt hinweg. Das geht uns allen so, das kennen wir alle, denke ich. Und ja, deswegen ist es schön, dass du hier bist und wir genau solche Dinge miteinander teilen können. Es geht nicht um Perfektion, sondern ums Tun. Und das lässt sich immer wieder auch übertragen ins echte Leben. Also schön, dass du hier bist. Danke für deinen Kommentar, danke für dein Like, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung hier, dass hier auch weiter Videos entstehen können. Also, hab einen schönen Sonntag und mach dich los. Geh an den Seerosenteich oder ganz schnell an die Leinwand. Tschüss!